Ich lebe in einer Region, die nicht als Motorradreiseziel bekannt ist, aber dennoch eine Reise lohnt. Der Landkreis Rothenburg-Wümme zwischen Hamburg und Bremen. 250 Kilometer habe ich für euch geplant, mit reichlich Möglichkeiten für eine kurze oder längere Pause. Guten Morgen und herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz Rothenburg-Wümme. Hier startet und endet meine Tour und am Mittwochs und Samstagen habt ihr hier sogar einen schönen Wochenmarkt, den ihr besuchen könnt. Aber bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal die Stadt. Wie ihr eben schon gesehen habt, liegt die Kreisstadt Rothenburg-Wümme im Elbe-Weser-Dreieck. Sie hat ohne die umliegenden und eingemeindeten Ortschaften etwas über 21.000 Einwohner. Gleich 3 Flüsse durchziehen die Stadt. Die kleineren Flüsse Rodau und Wiedau und die größere Wümme, die auch im Namen der Stadt Einzug gefunden hat. Die Stadt ist ruhig und überschaubar. Liebevoll organisierte Stadtführungen, eine Augmented Reality App, mit der man die Stadtgeschichte sichtbar machen kann und vieles mehr zeigen eine Stadt, die nur auf den ersten Blick etwas verschlafen wirkt. Wer ein Auge für Kunst und Architektur hat, wird auch an einigen Stellen fündig. Beispielsweise im Rudolf-Schäfer-Haus, wo eben dieser Kirchenmaler bis zu seinem Tod 1961 lebte und arbeitete. Für wechselnde Ausstellungen kann man das Haus besuchen. Die Stadtkirche und das gegenüberliegende Cantor-Helmke-Haus stellen bedeutende Vertreter der neugotischen Architektur in Niedersachsen dar. Letzteres beheimatet heute auch die Volkshochschule und die Stadtbücherei. Heute gibt es keine Burg mehr in Rothenburg, aber die Festungsmauern der ehemaligen Burg sind mit dieser Heckenbepflanzung heute gut nachzuvollziehen. Über das Aussehen der Burg ist heute sehr wenig bekannt. Sie wurde etwa 1198 vom Bistum Verden als Grenzfestung gegen das Bistum Bremen errichtet. Um die Burg siedelten sich dann weitere Menschen an und es entwickelte sich die Stadt Rothenburg. Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Burg dann nach einer wechselvollen Geschichte abgetragen und einige andere Gebäude entstanden hier im Laufe der Zeit an dem Ort, an dem heute das Heimathaus, nebst einiger Nebengebäude und einem Biergarten Platz gefunden haben. Nun sitze ich endlich auf dem Motorrad und trotz der frühen Morgenstunden ist es schon sehr warm. Wem der Stadtname Rothenburg übrigens bekannt vorkommt, der hat vielleicht das historische Rothenburg ob der Tauber in Bayern vor Augen. Es gibt allerdings auch Rothenburg an der Fulda, Rothenburg Oberlausitz, Rothenburg Saale sowie Rothenburg an der Oder in Polen und ein Rothenburg in der Schweiz. Vielleicht sollte ich mal alle Rothenburgs in einer Tour abfahren. Wäre bestimmt eine schöne Tour. Aber zurück zum Landkreis Rothenburg-Wümme. Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist hier richtig. Wälder, Felder, Moore und kleine landwirtschaftlich geprägte Dörfer prägen die Region. Für mich hat die Landschaft oft auch etwas von der Mystik und speziellen Lichtstimmung der Gemälde Otto Modersohns, der nur wenige Kilometer vom Landkreis entfernt in Worpswede und später Fischehude lebte und arbeitete. Wer sich dafür interessiert, findet das Otto Modersohn Museum in Fischehude, nur eine halbe Stunde von Rothenburg-Wümme entfernt. Dieser Stopp ist zwar nicht in meinen Tourdaten enthalten, dafür aber alle anderen Stopps, die ihr in diesem Video seht. Die Tour als GPX-Daten bekommt ihr wie immer auf meiner Homepage. Eine der vielen Gemeinsamkeiten der Provence und des Landkreises Rothenburg-Wümme, die Lavendelfelder. Oder zumindest ein Lavendelfeld. Das Lavendelfeld und der angrenzende Kräutergarten dient der Herstellung von verschiedenen Naturprodukten und zieht zur Blütezeit viele Menschen und Insekten als Besucher an. Da ich wie so oft schon früh unterwegs bin, teile ich mir den tollen Anblick lediglich mit abertausenden Insekten, die schon fleißig bei der Arbeit sind. Man kann wirklich nicht behaupten, dass der Landkreis besonders kurvenreich wäre. Dafür gibt es aber zahlreiche kleine Straßen und unzählige Alleen und Wälder, die einen wie grüne Tunnel in die Landschaft ziehen. Motorradfahren bedeutet hier eher entspanntes Dahingleiten. Ideales Gebiet also für Shopper und Cruiser.
Ich lebe seit etwa 13 Jahren hier im Landkreis. Aufgewachsen bin ich im südlichen Niedersachsen bei Hildesheim. Nach dem Studium zog es mich dann nach Bremen und später eben hier aufs Land. Man könnte den Landkreis fast verschlafen nennen, aber das ist definitiv nicht immer so. So strömen jährlich im Juni zwischen 60.000 und 80.000 Musikfans in den Landkreis, wenn das Hurricane Festival den Eichenring bei Schesel wieder in eine riesige Freilichtbühne und nicht selten auch in eine riesige Schlammschlacht verwandelt. Es ist fast schon Tradition, dass der frühe Sommer zum Hurricane Festival sämtliche Wetterkapriolen aufbietet. Einen Monat später lockt die Tarmstädter Ausstellung als größte Landwirtschaftsmesse im Norden jährlich rund 100.000 Besucher an. Hinzu kommen noch Dutzende weitere Veranstaltungen, die alle sehenswert sind, aber nicht ganz so viele Menschen anziehen. Auch wenn es viel Programm gibt, ist der Landkreis eher zum Entspannen geeignet, finde ich. Beispielsweise in einem der tollen Landcafés, die es hier gibt. So kann ich beispielsweise das Oste-Café Eidsmühlen empfehlen, das direkt an einer Wassermühle an der Oste gelegen ist. Ich bin noch ein bisschen früh am Tage und so kann ich leider noch keinen der hausgemachten Kuchen oder Torten kosten. Nur wenig später halte ich an einem düstereren Ort, die Gedenkstätte Lager St. Bustel. Hier stand einst das Stammlager 10b, ein Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager in der NS-Zeit. Errichtet ab 1939 diente das Lager als Unterbringung von Zehntausenden Kriegsgefangenen. Zunächst Polen, später Belgier, Franzosen, Sowjets, Italiener und viele mehr. Mehr als 313.000 Gefangene aus über 55 Nationen durchliefen das Lager, deren Lebensbedingungen oft durch Hunger, Krankheit und Gewalt gekennzeichnet waren. Im Frühjahr 1945 wurde St. Bustel zudem zur letzten Station für etwa 9.500 Häftlinge aus dem KZ Neuengamme. In den letzten Kriegstagen starben viele von ihnen an Erschöpfung, Krankheit oder aufgrund brutaler Gewalt. Am 29. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Nach dem Krieg wurde das Gelände in wechselnder Nutzung weiterverwendet. Als Internierungslager, Gefängnis, Flüchtlingsnotaufnahme, Bundeswehrdepot bis zur Errichtung eines Gewerbegebiets. 1992 wurden die verbliebenen Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. 2004 gründete man die Stiftung Lager St. Bustel und seit 2007 gibt es eine offizielle Gedenkstätte auf dem Gelände. Die Dauerausstellung wurde 2013 eröffnet und informiert über die Geschichte des Ortes. Die nördliche Spitze des Landkreises markiert Bremervörde, das bis 1977 Kreisstadt eines eigenen Landkreises war. Hier am Fördersee kann man auch schön die Seele baumeln lassen. Wer sich übrigens für Wasser begeistern kann, auf den beiden Flüssen Wümme und Oste im Landkreis kann man tolle Paddeltouren auf Kanu und Co. in der Natur erleben. Ab Bremervörde geht es dann wieder Richtung Süden.
Mein nächster Halt ist das Tister Bauernmoor. Ein 570 Hektar großes Hochmoor, das seit 2002 unter Naturschutz steht. Hier wechsle ich kurzzeitig das Gefährt und steige in die Moorbahn, um mich durch das Moor zu einem Aussichtsturm fahren zu lassen. Das Café im Bahnhof lädt übrigens auch zu einer Kaffee- und Kuchenpause ein. Auf der Tour gibt es mehrere Stopps, an denen der ehrenamtliche Lokführer anekdotenreich die Geschichte des Moores und des Torfabbaus beschreibt. Man kann problemlos und schneller auch zu Fuß zum Aussichtsturm gelangen, aber ich wollte die Moorbahn schon immer mal ausprobieren und so konnte ich gleich ein paar Bilder für euch einfangen. Wer zur Zeit des Kranichzugs hier um Sonnenauf- oder Untergang unterwegs ist, der kann tausende dieser Vögel beobachten und ist dabei wahrscheinlich von dem ein oder anderen Hobbyfotografen oder Ornithologen flankiert. Neben dem Kranich gibt es hier für das geübte Auge auch Fischadler, Rotmilan und vieles anderes zu entdecken. Wer Lust auf einen Tierpark oder Currywurst-Pommes in der angeschlossenen Gastwirtschaft hat, dem habe ich auch den Landpark Lauenbrück in die Tourdaten programmiert. Aber auch wer diesen Stopp wie ich auslässt, der muss nicht lange hungern. Mein nächster Stopp ist eine Rarität, die es am häufigsten im nordwestlichen Niedersachsen gibt. Ein Melkus. Alle sind sie in einheitlichem Grün gehalten und liegen auf landwirtschaftlichen Höfen, auf denen Milchvieh, also meist Kühe, gehalten werden. Hier werden oft Spezialitäten wie Milch, Joghurt, Buttermilch, Eis oder ähnliches aus dem eigenen Betrieb und der Umgebung angeboten. Aber auch oft Kaffee und selbstgebackene Kuchen. Viel mehr ländliche Idylle geht nicht und noch kürzere Lieferwege der Produkte auch nicht. Motorradfahren ohne Berge geht auch mal, wie ihr seht. Was auch ohne Berge funktionieren kann, ist Wandern. 24 Wanderwege gibt es hier im Landkreis, Nordpfade heißen die. Der kürzeste ist irgendwas 5 bis 6 Kilometer lang. Der längste ist um die 32 Kilometer lang. Ich bin hier auf einem mittleren unterwegs, Dirt Moor, 12, irgendwas Kilometer. Man kann allerdings auch nur eine kleinere Runde gehen, die ist dann eben etwa halb so lang. Die Nordpfade sind allesamt als Rundwege angelegt und verlaufen meist sehr naturnah und gut ausgeschildert. Wer gerne Komoot nutzt, findet unter dem Account
Touristikverband LK Rotenburg, alle Nordpfade plus diverse weitere Wander- und Radwege. Auch auf der Homepage könnt ihr euch die Nordpfade und alle möglichen weiteren Sachen, die ihr im Landkreis entdecken könnt, in Ruhe anschauen. Der Wanderweg beginnt und endet am großen Bullensee und das ist ganz schön, denn man kann hier bis zur Mitte reingehen und kann hier noch stehen. Es gibt einen abgesperrten Bereich, da ist es ein bisschen tiefer, da kann man dann auch vernünftig schwimmen, aber ansonsten kann man hier mitten im See stehen und seine Hosen anbehalten. Insgesamt hat der Landkreis einiges zu bieten, was man ihm auf den ersten Blick vielleicht nicht zutrauen mag. Wer nicht mit dem Motorrad kommen mag, dürfte dennoch für einen Urlaub mehr als genug Beschäftigung finden. Wie schon gesagt, meine Tour findet ihr wieder auf meiner Homepage zum Download. Der Touristikverband hat zudem 9 Rennradtouren ausgearbeitet, die auch für Motorradfahrer spannend sein könnten. Denn Motorradfahrer und Rennradfahrer suchen nicht selten ähnliche Dinge. Schöne einsame Straßen mit netten Einkehrmöglichkeiten am Wegesrand. Ich fahre selbst auch Rennrad und in diesem Sinne, nehmt Rücksicht aufeinander und lasst jeden die Natur genießen, wie er kann und mag. Auf den letzten Kilometern habe ich dann auch noch einen kurzen Straßenabschnitt legaler Schotterstraße, damit meine Reise-Enduro auch noch artgerecht etwas eingestaubt wird. Meine Tour nähert sich wieder dem Ende. Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Kommentar und ein Abo da. Ich sag schon mal, bis bald, macht's gut. Aber zum Ende noch das Gedicht Mein Rotenburg von Kantor Friedrich Helmke aus dem Jahr 1904. Mein Rotenburg. Du kleine Stadt am Wiesental, mein Heimatort so traut. Wenn ich dich seh, lacht allemal mein Herz und jubelt laut. Umkränzt von Wald, umrauscht vom Fluss, umrahmt von sanften Höhen. Mein Heimatort, dir gilt mein Gruß, mein Rotenburg so schön. Mein Heimatort, dir gilt mein Gruß, mein Rotenburg so schön. Ich wandert in die weite Welt, bis an das blaue Meer und dahin, wo zum Himmelszelt der Fels strebt kühn und her. Mich lockte nicht der Wogen Spiel und nicht der Alpen Glühen. Du bliebst stets meiner Sehnsucht Ziel, du Ort im Waldesgrün. Du bliebst stets meiner Sehnsucht Ziel, du Ort im Waldesgrün. Mein Rotenburg, solange noch schlägt das Herz im Busen mein, solange sich ein Glied noch regt, bin ich und bleib ich dein. Und leg ich endlich mich zur Ruh, so sagt mich fröhlich ein und deckt mit Heimaterde zu mein letztes Kämmerlein. Und deckt mit Heimaterde zu mein letztes Kämmerlein.